here we go again und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Wir verlassen Lusaka und fahren wieder runter an den Southern Luangwa National Park. Wir wünschen euch total viel Spaß dabei. Doch zunächst nehmen wir euch noch einmal mit nach Lusaka, wo wir spontan ein kleines deutsches Overlander-Treffen haben, denn plötzlich fallen sie alle ein. Wir sind Yvonne und René mit unserem Toyota Tempo und seit Anfang 22 in Afrika unterwegs. Und dazu kommen noch Angela und Klaus, unsere Freunde Jutta und Gerd, Andrea, Micha und ihre Tochter Nena und last but not least Jutta und Thilo. An euch alle einen herzlichen Gruß mit einem dicken Sorry. Ich habe nur grottige gemeinsame Aufnahmen, war scheinbar im Urlaub in Lusaka. Wir verbringen ein paar entspannte Tage hier in Lukasa in Lusaka. Und wieder haben wir Glück und können an einem der legendären Pizzaabende im Atrium des Lukasa teilnehmen. Ich kann euch das nur wärmstens empfehlen. So, die Ladies sind bereit. Das ist hier alles aufgebaut. Hier ist der wunderbare Teig. Aber, we are not fertig yet. No, not fertig jetzt. Aber hier ist schon mal die Soße. Oh, okay. Hier wird jetzt beigebracht, wie das gemacht wird. Und dann waren wir mit Essen beschäftigt. Lecker war's. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Gäste. Guten Morgen, liebe Gäste. Guten Morgen, Solo. Ups. Opsa. Guten Morgen. Hallo. Einen schönen guten Morgen auch an euch. Okay. Einen schönen guten Morgen an euch alle. Dieser Hund hat sich ja jetzt schon wieder sehr gemütlich gemacht. Wir trinken jetzt erstmal unseren Kaffee und heute findet tatsächlich mal ein bisschen Aktivität statt. Wir fahren nämlich nach Lusaka und lassen endlich mal unsere Klimaanlage checken. Wir nähern uns Renés, falls ihr euch richtig erinnert, Horrorrondell. Hier links warten schon die Damen, um ihr Taschengeld aufzuforsten. Sie lauern schon auf mich. Und René hat gesagt, er bleibt ganz souverän. Fahr über keine Linie drüber. Genau. Fass niemanden an. Genau, das sind auch noch die gleichen, die wir das letzte Mal hatten. Aber da holen sie ihn schon wieder raus. Deutsches Kennzeichen. Und sie lachen auch schon und freuen sich. What is that, madam? This is my camera. I have it for here. Let's come in. Jetzt gehen sie nämlich zur Seite. Ich habe eben die Kamera mal rausgeholt. Das ist echt die Kreuzung der Willkür. Da drüben haben die Damen sich wieder irgendeinen anderen rausgefischt. Ich habe eben mal hier ein bisschen gefragt, wo mein Mann ist, weil der war nämlich verschwunden. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt hier zum Office fahren und dort meine Strafe bezahlen, offiziell. Dann muss ich aber wieder über 5 Kreisen fahren, da kriege ich die nächsten Strafen. Oder ich bezahle jetzt hier die Strafe und ich stecke es nicht in die Tasche. Das geht mir manchmal schon auf den Sack. Also ich brauche noch Geld, auf Deutsch gesagt. Ja, das muss man einfach, eine Strafe muss man einfach einplanen. Ohne die kommst du irgendwie nicht in Lusaka durch als Weißer mit einem fremdländischen Auto. Das ist echt ein Glückstreffer, wenn du das schaffst. Da darfst du einfach nur geradeaus fahren und nichts machen. Aber abbiegen ist schon ziemliche Todeszone hier. Aber gut, alles erledigt, jetzt können wir weiterfahren. Hat wieder Stunden gedauert wahrscheinlich. Bei der Fahrt durch die Stadt versuchen wir unseren Blutdruck etwas zu senken, denn es ist tatsächlich der einzige Ort, wo uns das bisher in der Masse passiert ist und das nervt dann doch irgendwann, gerade in diesem wunderbaren Land. Wir sind auf der Suche nach einem Aircon-Reparateur, denn die Klimaanlage vorne funktioniert nicht mehr richtig und es fängt ja gerade erst an, so richtig heiß zu werden. Lusaka ist bis an die Ostküste der letzte Ort, um so etwas erledigen zu lassen.
Tatsächlich nimmt man sich unser an und füllt in einer weiteren stundenlangen Aktion sowohl die Kühlflüssigkeit auf und entzieht die Kondensflüssigkeit aus den Schläuchen. Alles tipptopp, aber eben langwierig. Wir nehmen euch mal ein bisschen mit, wie der Achtung gehört, durch die Straßen Lusakas. Ja. Yeah. Then I got the problem. So, but now I try to make everything fine. No, it's okay. Bye bye. Also, wir werden schon erkannt. Der Straßenverkäufer hat eben René schon angesprochen, dass wir heute Morgen gecatcht wurden. Der junge Mann, der da gerade steht. Das ist echt sehr bekannt, dass die weißen Musungus hier rausgeholt werden. Einen schönen guten Morgen von unserem letzten Tag im Lukasa. Jetzt starten wir. Wir haben uns jetzt verabschiedet von allen. Die Tür ist noch offen, macht aber nichts. Ich mache sie mal zu. Und Lukasa, wir sehen dich nächstes Jahr wieder. Wir haben unsere Shoppingtour jetzt fast hinter uns gebracht. Unser Auto hinter uns platzt aus allen Nähten. Wir haben nur 2 Supermärkte, 2 Punkte abgearbeitet und wir haben noch keinen Wein eingelagert. Ich habe einfach nur passives Mitshopping gemacht und habe einfach die Klappe gehalten bei den Mengen, die sie gekauft hat. Das ist in der Regel, das habe ich jetzt gelernt im Laufe der Jahre, das ist klüger. Es ist halt jetzt tatsächlich so mit eines der letzten Möglichkeiten, so Sachen wie Müsli, weiß ich nicht, also es waren so Sachen, die wir halt eingekauft haben. Orangensaftkonzentrat. Orangensaftkonzentrat, das uns schmeckt. Da immer alles länger dauert als geplant, legen wir noch einen Zwischenstopp bei Marco und Sharon ein, unseren Gastgebern unten am Kafue River. Schaut euch doch einfach mal Episode 145 an. 2 Landschaftsgärtner, die ein Paradies inmitten der Stadt geschaffen haben müssen. Sesam, öffne dich. Ich nehme euch jetzt leider viel zu spät mit. Wir haben gerade eine Führung bekommen durch dieses Anwesen und unser Mund bleibt und ist offen. Unfassbar, es ist wie ein botanischer Garten. Wahnsinnig viele Diversitäten an Pflanzen und einfach nur wunderschön. Und die Führung geht weiter und ich habe nur gesagt, ich muss schnell mal ins Auto, damit man euch mitnehmen kann, weil das ist jetzt so fantastisch. Also sie ziehen ganz viele Pflanzen, er kauft sie weltweit ein, in Asien, hauptsächlich Südamerika auch. Und dann ist es wohl furchtbar kompliziert und teuer, sie auch hierher zu bringen. Und dann haben sie gelernt, sich einfach neue Pflanzen zu ziehen aus den Samen. Und ja, hier sind sie alle. Palmen, 170 Palms. Species of palm. Species. Ja, das ist, glaube ich, das Gleiche. Und es hört Guck nicht mal auf. hier. Und es hört und hört nicht auf. Ja. Hier ist der ganze Komposthaufen und hier links ist zum Beispiel ganz viel, sie arbeiten ganz viel mit natürlichen Materialien und hier links ist mit Ingwer und rechts ist mit Teepflanzen. Die Teeblätter, die Abfälle sind, die nicht genutzt werden können, das benutzt er alles und füllt das dann nach einer Zeit hier ab und verkauft es. Einen schönen guten Morgen. Unser letzter Tag in Lusaka bricht gerade an und wir hatten eine sehr aufregende, also aufregend war sie nicht, aber eine sehr unruhige Nacht. Wir sind ja umrundet von, ich glaube, 8 Rottweilern. Kräftigen Rottweilern. Kräftigen Rottweilern. Wir durften auch nicht mehr das Bett oder das Auto verlassen nach 9 Uhr, weil dann sind nämlich außer die
zivilisiert Erzogenen, die Wachhunde draußen. Und da durften wir jetzt nicht mehr raus. Noch sind sie auch draußen im Garten. Und sie haben immer wieder heute Nacht geheult. Das ist jetzt nur einer davon, der das, glaube ich, Rambo, der die Nacht im Zwinger verbringen musste. Und zwar sehr, sehr unruhig. Da sind sie alle 4 Randalierer. Alle 4 Randalierer. Ja, die ganze Nacht haben die den Tonnen wieder rumgemacht. 25 at one time. 25! Oh my gosh! Denn neben der Landschaftsgärtnerei züchten sie auch noch Rottweiler und gerade haben sie nur 4 Welpen statt wie in der Vergangenheit wohl schon einmal 25 Stück auf einmal. Wir hätten einen ganzen Film nur über dieses wunderbare Anwesen machen können. Stattdessen genießt einfach ein paar stille Eindrücke. Wir eisen uns endlich los und verlassen die Stadt in Richtung Osten. Die Jacaranda-Blüte ist in vollem Gange und bietet einen würdevollen Abschied aus der Stadt. Das ist ja hier, wo wir stehen, gerade der Tollposten, der uns auch beim letzten Mal vor 2 Jahren gecached hat mit unseren Unterlagen, die wir nicht gefunden hatten. Jetzt war ich da drin bei meinen Ladies. Ich hatte da 2 wunderbare Ladies drin. Das letzte war echt köstlich, das muss ich vorwegnehmen, weil die Dame vor mir hatte eine Perücke auf, das hat man gesehen. Und ihr war eben so heiß, weil die Klimaanlage nicht funktioniert hat, dass sie hat sich die Perücke ausgezogen vor meinen Augen und hatte wunderbar geflochtene Haare darunter. Das fanden die so, wieso ziehst du denn die Perücke an? Na gut, ich musste jetzt 477 Kwacha bezahlen für das Papier, was nur 3 Monate gültig ist. Das müssen wir uns mal merken, hilft uns ja auch nicht beim nächsten Mal. Und dann hatte ich auch noch Dollar, habe ich wunderbar rausgezückt, $20, patsch, brandneu von der Bank. Haben sie nicht akzeptiert, ist von 2017, wollen erst ab 2019. Jedes Mal was Neues. Das letzte Mal, als wir hier entlang gefahren sind, haben wir hier Schweizer kennengelernt, die auch gerade aus dem Southern Luangwa gekommen waren. Hier geht es rechts, die Straße geht runter zum Fluss und geradeaus kommt er dann auch. Wir überfahren ihn gleich auf einer Brücke, die man angeblich nur einzeln befahren darf und die auch schwer von Militär bewacht wird, wegen der Grenznähe. Wir haben ja in Lusaka ein Pärchen kennengelernt, die auch mit dem Overland, also mit ihrem eigenen Auto jetzt die ganze Zeit durch die Gegend gefahren sind und die davon aber träumen, jetzt Overland-Busse zu nehmen und damit Afrika zu bereisen. Der Kerl hier ist jetzt gerade sehr entspannt und bescheiden und in einem übersichtlichen Teil gerade hat er uns überrundet, aber Die überholen normalerweise in Kurven vor Steigungen, wo man nichts sehen kann, ja, ziehen die einfach vorbei. Ich gehe dann schon immer auf die Bremse, dass die möglichst schnell wieder weg sind, weil die fahren blind. das sind für uns die Helldriver. Also alle, die da drin haben, haben in unseren Augen gefühlt das Leichenhemd an. Hier kommen noch 2 andere Helldriver der anderen Art. Es waren 4. Die gehen hier aber den Berg auch richtig runter.
Zum Glück geht die Strecke über größtenteils sehr guten Asphalt, denn manche Strecken hier im Lande sind berüchtigt für ihre massiven Schlaglöcher. Wir sind hier gerade wieder am Immigration Checkpoint gelandet. Jetzt muss ich uns wieder hintertouren, die Pässe rausholen, die wir immer relativ gut verstecken. Aber währenddessen ist links von mir hier ist die Schule, beziehungsweise die Kirche. Wird die Kirche sein. Und da ist gerade Gottesdienst. Mein Mann hat Hunger. Aber ich habe mich auch entschieden, anstelle von Rattenspießen oder Mäusespießen, habe ich mir lieber so ein paar Krapfen hier aufspießen lassen. Und jetzt frühstücken wir hier so richtig schöne, so eine Hüftrolle quasi. Mehr ist das nämlich nicht. Kann man sich auch direkt hier rechts und links Immer hinkleben. hinkleben. Welchen Bock habe ich da jetzt schon drauf? Ja, deswegen zeig doch mal, wie das aussieht. Ja, die alle neidisch hier, Leute. Die sind sogar hier wie so ein Donut geformt mit Loch drin. Achtung. Und das ist pures Fett. Was anderes ist das nicht. Aber ein Kreppel ist es ja auch nicht. Also nichts anderes. Wird ja auch in Fett ausgebacken. Ja, aber deswegen schmeckt das so gut. Wir sind zunächst unterwegs nach Chipata, der Grenzstadt nach Malawi, denn eines der wichtigsten Dokumente von uns, das Carnet de Passage, ein Zolldokument für das Fahrzeug, welches immer nur ein Jahr gültig ist, steht kurz vor Ablauf und muss gegen das neue getauscht werden. Leider ist an diesem Tag Samstag und der Zoll in der Stadt soll am Wochenende geschlossen sein. Wir wollen aber trotzdem unser Glück versuchen, denn wir möchten noch etwas länger am South Luangwa verweilen. Chipata ist erreicht. Das ging ja jetzt echt hervorragend. Der Asphalt ist die ganze Zeit wirklich gut gewesen. Wir kamen recht zügig voran. Die paar Hügel haben sich ein bisschen in den Weg gestellt und Tempo hat ein bisschen langsamer gemacht dann. Jetzt versuchen wir unser Glück erstmal hier am Custom, ob der vielleicht doch auch samstags uns umstempelt, weil der ist an Immigration, die müsste eigentlich jeden Tag offen haben. Ansonsten hat René gerade die Idee gehabt, dass wir vielleicht an die Grenze fahren, die ist nur 20 Kilometer entfernt. Und dort unser Carnet umstempeln lassen, da gewinnen wir einfach 2 Tage. Das war jetzt der Custom hier in Chipata. Wie heißt es hier? Chipata. Doch, Chipata war ich richtig. Ich habe gedacht, ich sage jetzt irgendeinen Brotnamen. Aber der hat uns allerdings gleich 5 Kilometer ist die Grenze nur von hier. Und da fahren wir jetzt mal hin. 5 Kilometer, das ist nicht weit. Wir müssen nur erst mal hier rauskommen aus dem ganzen Gewusel. Thank you! So nett hier alle. Also das muss ich echt ganz klar sagen. Die Sambier haben mich, ich glaube auch in René, sehr abgeholt dieses eine Mal. Dann geht's wieder raus. Der Ort der Grenze. Und hier muss heute auch schon wieder irgendwas Kirchliches sein, weil, guckt euch doch mal die Mädels hier an, so schick. Und wir sehen ganz viele Frauen, auch in gleicher Kleidung. Da vorne ist sogar eine Prozession mit Schärpen. Hier erlebt. Das war ja richtig schön eben. Ich will es jetzt so gerne mal den Anlass.
Ja, keine Ahnung. René hat jetzt mal gefragt, wo wir hier entlang müssen, weil da steht Don't turn, proceed to Malawi. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nur zum Custom. So, jetzt habe ich mal gefragt. Wir müssen trotzdem da oben lang fahren und da drüben in dem Gebäude muss der Custom sein. Perfekt, alles hat geklappt. 20 Minuten haben wir gebraucht, aber auch nur, weil jemand vor uns war, die eingereist sind aus Malawi und dort gerade Shutdown ist. Kein Strom und daher kein Computer und die warten mussten. Wir haben ja nur unsere Stempelchen gebraucht und da ist er, der Stempel. Schnell wieder weg, weil da ja Daten drauf sind. Ja, so ist das. Wir sind jetzt quasi, wir können jetzt einfach länger bleiben. Unsere offizielle Ausreise ist irgendwann im November, wenn wir das wollten. Wollen wir ja nicht, wir wollen nur noch so 10 Tage, 2 Wochen vielleicht hier bleiben. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir doch kein Camp hier in Chipata einnehmen, sondern gleich Richtung South Luangwa runterfahren. Es ist gerade mal 1 Uhr und angeblich soll die Strecke asphaltiert sein und man sie in 2 Stunden schaffen. Asphalt ja, aber manchmal ist schlechter Asphalt mühsamer als eine Piste. Aber uns zieht es immer weiter, denn einer der magischsten Orte wartet auf uns. Hier waren wir schon einmal vor 2 Jahren und es hat uns so gut gefallen, dass wir noch einmal hierher kommen wollten. Es geht auf direktestem Weg zum South Luangwa National Park. Unser Ziel jedoch liegt außerhalb. Erinnert ihr euch noch? Fantastische Elefantenbegegnungen der anderen Art. Das erhoffen wir uns hier im äußersten Osten des Landes. Ist erreicht. Das ist ja ein ganz langgezogenes Dorf, aber wir haben jetzt schon 2 Safari-Autos angetroffen. Aber das hat auch ein richtig belebtes Dorf. Ich finde das total schön, hier hinzufahren. Hier ist so richtig viel Trubel rechts und links von den Straßen. Dann ist es generell, das hat sich also landschaftlich, der Bewuchs ist viel, viel grüner geworden jetzt die letzten 100 Kilometer. Und das ist irgendwie total schön. Dann ist jetzt noch so die Abendstimmung, die Sonne geht so langsam unter, das macht noch so ein mystisches Licht. Also ich finde es gerade mal wieder total schön. Wir spekulieren ja ein bisschen darauf, dass wir hier ein Wildcamp besuchen können, wo wir schon mal vor 2 Jahren waren. Das war nämlich sehr, sehr spektakulär. Und wir hoffen, dass wir da noch hinkommen können. Nicht, dass das, keine Ahnung, aufgrund von Regenfällen oder whatever nicht mehr zugänglich ist. Aber das werden wir auf jeden Fall jetzt nochmal ausprobieren. Jetzt haben wir erst 4 Uhr, wir haben noch 2 Stunden Sonnenlicht. Das heißt, das könnte noch klappen. Und ab geht's. Da haben wir schon die nächsten Touristen wieder. Alert, alert, alert! Die ersten Elefanten. Ja! Rechts auch Elefanten, links einfach arme kleine Butzi-Babys. Ja, relativ klein. Okay, das war eindeutig vor 2 Jahren besser zu befahren. Hier hat die Regenzeit ganz schön das ihrige dazu getan. Was ja für René immer nur eine kleine Herausforderung ist. Unser Tempo muss auf die letzten Kilometer ganz schön noch was schuften und hebt das ein oder andere Mal ein Beinchen.
Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, der South Luangwa. We proudly present. Für uns einer der schönsten Orte Afrikas, doch davon zeigen wir euch in der nächsten Woche mehr. Für diese Woche sagen wir herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn euch die Filme gefallen, lasst uns ein Abo, einen Daumen hoch und viele Kommentare da, empfehlt uns auch gerne weiter. Wenn ihr eure Wertschätzung gegenüber der Arbeit mit den Filmen ausdrücken möchtet, könnt ihr dies direkt über den Link zu PayPal unter der Videobeschreibung oder einer Kanalmitgliedschaft machen. Für all dies sagen wir super herzlichen Dank und wir sehen uns dann hoffentlich gesund und munter in der nächsten Woche wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss und Bye-bye, bis nächsten Sonntag.